In diesem Video wollen wir euch die Campingplätze in Nordostpolen zeigen, die wir angefahren sind. Als erstes werden wir euch den Campingplatz Widok zeigen. Das ist der für uns am schönst gelegenste, ihr werdet es gleich sehen. Und alle anderen folgenden Campingplätze unterliegen keinem Ranking, sondern wie wir sie angefahren sind, so zeigen wir sie euch. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Campingplatz heißt ja Wohnwagen, Wohnmobile und auch Zelte sind erlaubt. Hier seht ihr den Campingplatz von Widok, welche schöne Aussicht man da hat. Hier die Aufteilung, in welchen Etagen man stehen kann. Und die Sicht einfach, die ist so phänomenal. Hier seht ihr nochmal das ganze Gelände. Und es ist auch ein Restaurant angeschlossen an diesen Campingplatz, könnt ihr also auch gleichzeitig wahrscheinlich schön essen. Ja, der Blick von ganz oben, von der obersten Plattform, die solltet ihr wählen, wenn ihr da stehen wollt. Wenn ihr Drohnenaufnahmen machen möchtet, dann fragt ihr den Campingplatzbesitzer um seine Erlaubnis und wir dürfen auch von seinem Grund aus mal die Drohne fliegen lassen. Hier sehen wir jetzt die Ver- und Entsorgungsstationen und die Duschen. Die Duschen kosten extra und Strom kostet auch extra. Im Außenbereich kann man dann sein Geschirr abwaschen, den Müll in verschiedenen Tonnen bitte verteilen. Außerdem verfügt der Campingplatz auch über eine Behindertentoilette, wo wir vermuten, dass auch eine Dusche dort drin ist. Wir konnten nicht rein, sie war abgeschlossen. Ja, es werden Boote vermietet, auch von dort aus. Man kann auf dem See unterwegs sein. Man kann mit dem Rad Touren unternehmen und dann gibt es auch eine kleine Waldbahn, eine Schmalspurbahn, mit der man Touren machen kann. Da müsstet ihr euch mal erkundigen, wenn ihr dort in der Gegend seid, weil die Bahn fährt nur in der Saison. Der erste Campingplatz, den wir in Polen anfuhren, der befand sich in Kolberg und hier wollten wir eigentlich auch nur eine Nacht bleiben, um dann weiterzufahren. Dazu ist zu sagen, dass wenn man nur eine Nacht bleibt, steht man relativ weit vorne an der Straße, wo auch eine Straßenbahnlinie lang geht und man hat nur einen Abstand zum Nachbarn von 1,5 Metern in etwa. Ja, das ist für Durchreisende gedacht halt und ansonsten ist ein bisschen mehr Platz. Hier zum Beispiel so ein Platz und als nächstes sehen wir, glaube ich, gleich die Gespanne, genau, also Wohnwagen werden dort platziert. Die Anlage ist eigentlich ganz hübsch dieses Platzes. Der Zugang zum Campingplatz wird kontrolliert. Da stehen Kontrolleure am Eingang und man muss seine Karte vorzeigen. Für die Kinder ist auch gesorgt. Ein niedlicher kleiner Spielplatz mit kleinen Häuschen, Rutschen, wie ihr seht. Wo ihr von die Rezeption gesehen habt, befindet sich auch ein kleines Café oder Restaurant und die sanitären Anlagen. Große Tonnen für Glas und Papier und Plastik befinden sich auch auf dem Campingplatz. Hier seht ihr einen Ort für die Entsorgung der Chemietoilette. Nicht weit entfernt, so circa 500 Meter, befindet sich dann der wunderbare, schöne Strand von Kolberg, wo man einen wunderbaren, schönen Sonnenuntergang sehen kann. Und bis ins Zentrum soll es auch nicht weit sein. Wir haben es aber nicht ausprobiert, denn wir waren auf der Durchfahrt. Der nächste Campingplatz, den wir anfuhren, der befand sich in Weber, geschrieben Leber, und das war Camping Morski. Dieser Platz hat uns am besten gefallen, denn er liegt wunderschön und er ist auch schön gestaltet. Das fanden wir ebenfalls ganz toll. Im Eingangsbereich befindet sich auch ein kleiner Shop. Ihr seht hier ein sehr freundlicher Eingangsbereich. Es stehen Schilder, wo man lesen kann, wo der Grillplatz ist, wo die Toiletten sind, wo die einzelnen Sektoren sind, wo man stehen kann. Hier kann man unter Kiefern stehen. Und wir hatten diesen Platz hier etwas freier und der hat uns auch gut gefallen. Für jeweils 2 Stellplätze gibt es einen Wasseranschluss und hier seht ihr die Ver- und Entsorgung.
Ein Blick in einen Waschraum und hier war besonders hervorzuheben diese Papierrolle, die da hängt. Das ist nämlich das Toilettenpapier und da müsst ihr unbedingt was mit in die Toilettenkabine nehmen, denn da drin hängt keins mehr. Und außerhalb des Sanitärgebäudes seht ihr, sind die Waschanlagen, wo man also sein Geschirr abspülen kann. Es gibt viele Körbe, die da stehen. Ihr braucht euch nicht zu wundern, dort gibt es keinen Flaschenpfand, also dann da die Plastikflaschen entsorgen. Es gibt einen Grillplatz, wo ihr, wenn ihr Lust habt, dann eure Sachen grillen könnt. Es gibt für Leute, die ein bisschen Fitness machen wollen, ein paar Fitnessgeräte. Und im Ort, da war selbst im September noch richtig viel los. Es gibt sehr viel Trubel, sehr viele Geschäfte, in denen man sein Geld loswerden kann. Auch am Strand, es war direkt noch Badewetter. Wenn man denn zur Mole rausgeht, kann man gegenüber das Hotel Neptun sehen, wo 2009 der schöne Film Effi Briest gedreht wurde. Und Weber ist der ideale Ausgangspunkt, um die polnische Sahara zu besuchen. Dieses wunderschöne große Dünengebiet. Schöne Abendstimmung gibt es dort auch, wie ihr seht. Tolle Sonnenuntergänge, es war einfach ein Traum. So, einen weiteren Platz, den fanden wir in Kaschubien. Es war eine abenteuerliche Zufahrt, ein schmaler Weg, aber am Ziel auf dem Bauernhof Kalex, da war es umso schöner. Ein Platz direkt am See und wir konnten dort direkt, wie gesagt, am Wasser stehen und haben dann in den nächsten Tagen die absolute Ruhe dort genossen. Die Versorgungsmöglichkeiten und Toiletten und sowas war alles sehr einfach gehalten, aber man hat ja als Wohnmobilist eigentlich alles dabei. Das Wetter hat nicht so mitgespielt. Hier seht ihr nochmal so einen kleinen Schwenk über den Platz. Und Tiere gibt es natürlich auch auf dem richtigen Bauernhof. Und eine traumhafte Schaukel am See. Es war einfach herrlich dort. Man konnte runterkommen, man konnte relaxen, man konnte abschalten. Also für jeden Gestressten ist es genau der richtige Ort. Unser nächster Campingplatz befand sich in Vitice, das ist in Kaschubien. Ja, ein großer Platz, ein großer leerer Platz im September, können wir immer nur dazu sagen, außerhalb der Saison. Und hier mal so ein Blick auf die Stellflächen. Daneben ist, wie gesagt, gleich ein Fußballplatz. Überall befinden sich Säulen, wo man dann seinen Stromanschluss vorfindet. Hier seht ihr die Toilettenanlage, die gerade im Umbau war. Hier kann man sein Geschirr abwaschen, Herdplatten benutzen. Mikrowelle. Also alles vorhanden, alles einfach, aber immerhin. Hier sind Waschtröge, wenn man Wäsche waschen möchte. Und die Entsorgung und Versorgung ist auch in diesem kleinen Häuschen hier untergebracht. Also alles ganz modern. Und man kann schön Wasser aufnehmen und sein Chemieklo leeren. Das ist das, wo man sein Chemieklo entleeren kann. Am Eingang gibt es ein Restaurant. Das Restaurant hatte zu dieser Zeit leider schon geschlossen. Und wir sind ja dort in diesem Ort gewesen, um ein kaschubisches Freilichtmuseum zu besuchen. Und da ist der Platz ideal, weil er liegt direkt gegenüber von dem Museum. Und das Museum, das wollten wir uns unbedingt ansehen. Es ist wunderschön und versammelt eine ganze Reihe von Bauernhäusern, ja, verschiedensten Häusern an einem Platz. Und die Natur rund um diesen Ort ist auch nicht zu verachten. Man kann Ausflüge in den Wald und an die Seen machen. Dieser Campingplatz befindet sich in Malbork. Er ist großzügig gehalten, man hat viel Platz, jedenfalls zu unserer Zeit. Wie es im Sommer aussieht, wissen wir nicht. Er liegt an einem angelegten See, aber auch allerdings an einer stark befahrenen Straße und an einer Bahnlinie, die zum Glück nachts nicht ganz so oft genutzt wird wie am Tag, ebenso die Straße.
Auf dem Platz befinden sich Bänke, entweder überdacht oder freistehend. Die Stromkästen mit ganz vielen Anschlüssen befinden sich entweder an den Laternen oder in separaten Kästen, aber es sind reichlich vorhanden. Und in diesem schmucklosen Gebäude, da sind die Toiletten und die Duschen und die Abwaschgelegenheiten untergebracht. Und davor ist Ver- und Entsorgung, da könnt ihr euren Müll loswerden, die Toilette entleeren und Frischwasser tanken. Und das Beste an diesem Platz ist, dass er in unmittelbarer Nähe zur Marienburg liegt. Die Marienburg ist also fußläufig zu erreichen, indem man über eine Fußgängerbrücke über die Nogat läuft und dann ist man schon an der Burg. In Elblak standen wir auf dem Campingplatz Nummer 61, ein schöner, ruhig gelegener Platz, familiäre Atmosphäre, tagsüber und auch nachts abgeschlossen. Es ist immer jemand da. Und der Platz ist wirklich sehr schön gelegen, direkt am Flüsschen Elblak. Und bis zur Altstadt hat man es nicht weit und bis zum Bootsanleger, wo die Touren auf dem Oberländischen Kanal starten, sind es auch nur ca. 400 Meter. Die sanitären Anlagen muss man extra erwähnen, die sind immer schön kuschelig warm. Ja, das war wirklich sehr, sehr auffällig. Und es war, glaube ich, der einzige Platz auf der gesamten Polenreise, wo es in den Waschräumen schön warm war. Dieser Platz hier am Oberländischen Kanal ist der Campingplatz Buschinec. Er ist noch provisorisch, das heißt also die Duschen und die Toiletten befinden sich in kleinen Containern. Frischwasserentnahme ist an verschiedenen Stellen möglich. Die Entsorgung von Grauwasser und Chemieklos leider nicht. Es soll aber laut Betreiber alles umgebaut werden. Es soll ein schöner großer Campingplatz werden mit einem Restaurant. Ja, aber wie gesagt, 2021 im Herbst war der Stand der Dinge noch so, wie ihr auf unseren Bildern sehen könnt. Das Schöne an diesem Platz ist, dass ihr dichter an den Oberländischen Kanal kaum rankommt und hier kann man echt ganz toll sehen, wie die Schiffe über die Rollberge gezogen werden und wie das mit Wasserkraft funktioniert. Unser nächster Campingplatz, der befindet sich in Krutyn und heißt Mazur Syrenka. Hier seht ihr, dass das Tor schon verschlossen war, aber ein großes Hinweisschild gab uns die Telefonnummer oder zeigt uns den Weg zur Rezeption. Hier seht ihr die Anfahrt auf dem Campingplatz und auch vor allem, dass wir die einzigen waren und den ganzen Campingplatz für uns hatten. Hier seht ihr das Sanitärhaus, was jetzt in diesem Jahr renoviert und saniert werden soll. Und ganz in der Nähe, da haben die Betreiber des Campingplatzes ein Hotel und da ist Hauptbestandteil für uns gewesen ein Restaurant und dort konnten wir ausgiebig die polnische Küche kennenlernen. Und die Campingküche, die blieb kalt. Genau. Und das Restaurant liegt auch traumhaft schön direkt am Flüsschen. Und ist wirklich nicht weit vom Campingplatz entfernt. Außerdem kann man wunderbare Wege machen mit dem Fahrrad. Oder zu Fuß. Genau. Oder auch mit dem Wohnmobil. Zum Beispiel nach Kacitlowo in das Restaurant zum Hund. Unser nächster Halt war der Campingplatz Halini in der Ortschaft Vigri, unweit des Kamaldulenser Klosters, das ihr hier seht im Hintergrund. Das wollten wir uns unbedingt ansehen. Die sanitären Anlagen waren auch okay. Außerhalb befanden sich Waschbecken fürs Geschirr abspülen, Waschbecken und Duschen und Toiletten natürlich innen. Und die Highlights der Umgebung dieses Campingplatzes sind, wie gesagt, das Kloster und der wunderschöne Vigri Nationalpark, wo man einiges unternehmen kann in der Natur.
In Danzig haben wir auf dem Camperpark Stogi gestanden. Der ist in etwa 300 Meter von der Ostsee entfernt. Hier seht ihr sehr schmale Plätze, wo man sich mit dem Wohnmobil hinstellen kann. Man kann natürlich auch Ferienhäuser mieten und hier findet ihr unterhalb so kleine Stellplätze für die PKWs. Der Sanitärbereich, alles sauber und ordentlich, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren. Wäsche waschen und Wäsche trocknen darf man nicht vergessen und das ist hier unter einem Vordach untergebracht und hier die Ver- und Entsorgung für eure Wohnmobile. Wenn man an der Straßenbahnlinie Richtung Danzig fährt, dann kommt man nach 7 Kilometer in die Altstadt von Danzig. Ja, und die ist wirklich sehenswert und wunderschön. Auf der Halbinsel Hell haben wir auf dem Hellcampplatz gestanden. Ein sehr schöner. Einfacher Platz. Hier sieht man, wie die Wohnmobile so stehen können auf diesem Platz. Zelte eher weniger, glaube ich. Zelte, glaube ich, wirklich eher weniger, genau. Und Dauercamper haben hier auch ihre Standplätze. Hier seht ihr den Außenbereich, wo man sein Geschirr abwaschen kann, seinen Müll wegbringen kann. Genau, es ist wie gesagt alles sehr einfach ausgestattet. Aber sauber. Aber sauber und ordentlich. Zu unserer Zeit. Ja, und uns hat es auf diesem Platz wirklich gut gefallen. Ihr seht, Waschmaschine und Trockner sind vorhanden. Und das ist ein Blick auf die Dorfkirche in Hell. Davor der Neptunbrunnen. Genau, und kilometerlange Strände erwarten euch auf dieser Landzunge, die weit in die Danziger Bucht hineinreicht. In Stettin haben wir etwas außerhalb auf dem Campingplatz der Marina PTTK gestanden. Ein sehr schön angelegter Platz, hat uns sehr gut gefallen dort. Und erst recht dieser wunderschöne Morgen mit viel Nebel. Also, der Platz liegt etwas außerhalb. Man fährt so circa 5 Kilometer bis nach Stettin rein. So einen Pott zur Grauwasserentsorgung haben wir noch nicht gesehen. Das Ding ist ziemlich schwer und muss unter euer Wohnmobil geschoben werden. Die restlichen sanitären Anlagen haben wir leider vergessen zu fotografieren. Ja, weil aber auch gerade drin geputzt wurde. Ja. Entschuldigung. Also, das kann mal passieren. Gibt's nicht. Ja, und wie gesagt, wenn man dann in die Stadt reinfährt, dann kann man sich einige wirklich sehr schöne Sehenswürdigkeiten ansehen. Und ja, Stettin ist auf jeden Fall auch mal ein Besuch wert.